New Bike Day. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, es ist nicht ganz New Bike Day, zumindest nicht für mich. Ich habe das Fahrrad tatsächlich schon seit ein paar Wochen, aber für euch ist es quasi wie New Bike Day. Ich habe mir einen Cannondale Super 6 Evo 3 gekauft in einer 56er Rahmengröße. Farbe ist ja so ein Kreideweiß. Wir haben vorne an der Gabel einen Akzent mit so einem Neon-Orange. Sehr, sehr schickes Teil. Wenn einer die aktuellen Cannondale Super 6 Fahrräder kennt, die Evos, die haben an sich alle dieselbe Form. Das heißt, alles schön aerodynamisch. Das ganze Fahrrad komplett aus Carbon, Carbon-Gabel, Carbon-Rahmen, Carbon-Sattelstütze. Was nicht Carbon ist, ist hier einmal der Vorbau und der Aerolenker. Ach, das sieht schon schick aus. Kann man nicht anders sagen. Wie man hier vorne auch sieht, keine Züge für Bremsen oder Schaltung. Die sind hier quasi innen verlegt. Beziehungsweise, wenn man das hier sieht, hier ist eine 105er Di2 verbaut. 2x12. Vorne ist ein 50er und ein 34er Kettenblatt verbaut. Hinten die 12er Kassette ist die R7100, geht von 11 bis 34 Zähne. Einmal kurz die Seite gewechselt, gehen kurz auf die Bremsen ein. 105er hydraulisch verbaut, 160 mm Bremsscheibe. Wenn man auf die Cannondale-Seite geht, sollte hier eigentlich eine RT70 verbaut sein. Ich sag mal so die Standardbremsscheibe bei der 105. Hier haben wir jetzt eine MT800 verbaut mit der ICE-Technologie. Ganz kurz, ICE-Technologie ist aus so einer Art Sandwich-Verbund. Das heißt, wir haben einen Aluminiumkern und Edelstahl auf quasi den beiden Außenseiten. Das ganze System soll so die Wärme besser abführen, wodurch wir eine bessere Bremsleistung auf Dauer bekommen. Bremsscheibe ist natürlich vorne und hinten verbaut. Ganz kurz zu den Laufrädern. Laufräder sind die DT Swiss R470 verbaut, DB, also eine Discbrake-Variante. Als Reifen haben wir den Vittoria Rubino Pro in einer 25er Breite, vorne und hinten verbaut. Was ich hier trotzdem noch lobend erwähnen würde, der Reifen hier, der hat einen Reflektorstreifen. Wenn man sich das Fahrrad so komplett anschaut, dann muss ich tatsächlich sagen, gibt es einen Punkt, der tatsächlich noch Luft nach oben hat, und das ist in meinen Augen einfach der Laufradsatz. Aber ja, dazu später mehr. Kabelführung haben wir innen verlegt. Hier haben wir so einen Delta-Aufbau. Das heißt, wenn ich hier die Kappe abnehme, ist die Gabel oben quasi nicht rund, sondern ist dreieckig. Da kann dann seitlich die Züge verlegt werden. Für die Seiten gibt es dann auch solche, so Adapterplatten, die man reinlegt, dass es theoretisch wieder rund wird und man eigentlich jeden x-beliebigen Vorbau dran montieren könnte. Ich finde es aber so ganz schön. Ich muss mal schauen mit den Spacern, ob man die noch rausmachen kann oder allgemein, wie ich mit der Geometrie zurechtkomme. Vielleicht würde ich da noch einen Ticken tiefer kommen. Aber ich teste das Ding jetzt erstmal so. Ansonsten, was hier auch noch ganz schön ist, was ihr hier unten seht, ist von Cannondale der Wheels-Sensor. Das heißt, für alle, die ein Garmin oder ein Wahoo-Gerät haben, den Cannondale hier kann ich einfach einpflegen und dann muss ich mir keinen zweiten kaufen, beziehungsweise den Wheel-Sensor einmal hin und her switchen. Apropos Wheel-Sensor, für hier vorne, für die Öffnung, wir wechseln kurz die Location, ist dann einfacher zu erklären. Hier vorne kann eine Aero-Halterung montiert werden. Die ist auch beim Fahrrad schon mit dabei, beziehungsweise genau zu sein sind das 2 Stück. Das ist einmal der hier, das heißt, er könnte so dran, habe ich die Möglichkeit, unten eine Actionkamera dran zu machen und oben das Navi. Alternativ gibt es natürlich auch ohne die Halterung unten. Die würde ich jetzt einmal montieren. Das heißt, ich kann den kompletten vorderen Teil hier abnehmen. Die Halterung ist hier jetzt gerade, weil ich einen Wahoo besitze,
habe ich das für den Wahoo montiert. Theoretisch ist hier aber natürlich auch eine Adapterplatte für den Garmin dabei. Das heißt, dann einmal Schraube raus, die Adapterplatte rein und ja, dann würde das Ganze auch mit Garmin funktionieren. Und so sieht das Ganze jetzt montiert aus. Das heißt, Aero-Halterung ist dran. Das Navi bzw. den Computer kann man einfach dran und abmachen. Da es ein Schönwetterfahrrad werden soll, habe ich mich gegen die Halterung für Licht bzw. GoPro entschieden. Was ich noch erwähnen sollte, die Gewindegänge, die hier sind, genauso wie der Gewindegang, die waren sehr, sehr unsauber gefertigt. Von daher musste ich die nochmal mit einem Gewindeschneider nacharbeiten. Heißt, wenn ihr merkt, dass die Schraube nur mit Gewalt reingeht, lasst es, holt euch einen Gewindeschneider, schneidet nochmal nach. Wie ich anfangs ja schon erwähnt habe, ist das Fahrrad von der Geometrie eigentlich genauso wie jedes andere Cannondale Evo. Tatsächlich auch wie das Lab 71. Lab 71 ist natürlich nochmal ein anderes Carbon. Laut Internet ist nur der Rahmen hier auch bei einem Gewicht von 915 Gramm. Wenn ich online schaue, da gibt es, ich glaube, 2 Videos gefunden, in dem Leute ihre Fahrräder wiegen. Nicht 56er Rahmengröße, sondern 51er. Und die eine Person wiegt 7,95 Kilogramm und die andere Person 8,35. Fragt mich nicht, woher die Differenz kommt, aber da das wahrscheinlich viel interessiert, habe ich mal eine Kofferwaage mitgenommen. Und die Waage sagt 8,76 Kilogramm. Die 8,6 Kilo bitte nicht für bare Münze nehmen. Die Fahrräder, die online gewogen wurden, hatten natürlich auch keine Pedale dran. Ich habe hier jetzt die Shimano ES 600 dran. Lass mich nicht lügen, ich glaube, die wiegen knapp 300 Gramm. Heißt, wenn ich die abziehe, komme ich ja auf 8,3, die die andere Person auch gewogen hat. Das heißt, das könnte in etwa passen. Vor allem, wie gesagt, andere war 51er, das ist jetzt ein 56er Rahmen. Ich habe damit jetzt, ich tippe mal knapp 100 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gibt hier und da ein paar kleine Updates, die ich gerne machen würde. Ein Update liegt tatsächlich auch schon zu Hause. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren tippen, was es sein könnte. Ich hatte es vorhin auch schon kurz angesprochen. Eine Sache, die ein bisschen unstimmig ist. Von daher, ja, sagen wir mal so, die Kleinigkeit ist gar nicht so klein. Eigentlich ist die so 28 Zoll groß. Aber dazu dann im nächsten Video. Beziehungsweise, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, dann verlinke ich euch das gerne hier. Ansonsten, was ist so mein erster Gesamteindruck? Optisch muss ich nicht viel sagen, finde ich mega stark. Super schöne Geometrie. Mit dem einen oder anderen Update könnte das Ding ordentlich nach vorne gehen. Wobei ich auch jetzt schon sagen muss, also das Fahrrad fährt sich wirklich, wirklich gut. Das Ding hat einen Zug nach vorne, sowohl gerade als auch berghoch. Das Ding möchte nach vorne, Punkt. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Wie immer, wer mich unterstützen möchte, gerne einen Daumen nach oben hier lassen oder den Kanal abonnieren. Auch Kommentare drunter, mit denen man interagieren kann. Es freut mich immer mega, wenn Leute ja, positives Feedback da lassen, egal in welcher Form. Von daher, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bezüglich Fahrrad, Fahrräder, Anbauteile und so weiter, ihr wisst, wo der Button ist. Von meiner Seite erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber so eine DI2 hört sich schon sexy an.